So, neuer Tag, neues Glück. Wir haben heute Montag. Ja, den Sonntag gab es zum Trocknen, Samstag hat es geregnet und wir fahren gerade hier jetzt die erste Bahn hoch. Von der Feuchte sieht es ganz gut aus, 13%, hatte gestern schon gut getrocknet, aber die Tendenz war auch so, dass heute und morgen trocken bleibt, sodass ich gesagt habe, ach komm, wir warten jetzt auf den Montag ab, dann ist das alles schön durchgetrocknet und wir haben dann nicht die Gefahr, dass irgendwas abgezogen wird. So, hier haben wir eine ganz schöne Kante von den Sorten, sieht man auch so ein bisschen höheres Stroh hier bei der Sorte und bin ja letztendlich auch gespannt. Also das dreschen wir jetzt noch ab in dem Block und dann schließen wir hier sozusagen das ab, diese Ladung, und machen dann die nächste auf. Jetzt gab es einige Fragen zu dem Field View und ich muss euch da sagen, der ganz Experte bin ich da jetzt auch noch nicht. Ihr habt das jetzt auch gerade frisch. Also die Fragen war zum Beispiel, welcher Landhändler baut einen das ein? Gar nicht. Man kann Field View kontaktieren, dann kommt so ein super netter Mann, war es bei mir zum Beispiel, der kommt da an, guckt einmal die Technik durch, stöpselt sich an mit seinem Tablet, guckt, ob sich alles verbindet, alles klar. Dann machst du zusammen mit dem die Bestellung sozusagen, welche Teile und welche Kabel du brauchst, und im Optimalfall 3-4 Tagen später sind deine Teile da. Tablet besorgst dir alleine, installierst dir die Apps und dann klemmst du die hier an, habe ich letztes Mal im Video gezeigt, verbindest das und dann geht das Ganze auch los. So, wie gesagt, das erste Jahr ist kostenlos bei dieser Software. Ich mache jetzt keine Werbung dafür, das ist bloß, wird viel von euch gefragt. Bekomme dafür kein Geld oder so. Fand das selber geil, weil ich das ständig bei Michael Gier sehe und habe mir so gedacht, oh, das brauchst du auch zum Auswerten. Denn der Mehrwert dieser Software ist nicht jetzt die Ertragskartierung, die ist auch okay, aber das würde ja der Drescher auch so können. Ja, also diese Kartierung würde der Drescher auch so können, sondern der Mehrwert ist tatsächlich, dass wir diese Kartierung später dann auch zum einen mit den Potentialkarten verschneiden können. Zum anderen zeichnen wir aber auch beim Pflanzenschutz, bei der Aussaat, beim Dünger alles mit auf, und das ist ja der Mehrwert im Prinzip. Dort können wir Versuche anlegen, können Maßnahmen machen und können diese dann mit dieser Software auswerten. Weil alleine die Ertragskartierung ist zwar immer schön und gut und schön bunt, aber so richtig auswerten bis aufs Prozent können wir ja da leider nicht. Und das ist im Prinzip der Vorteil dieser Software. Das heißt, wir können verschiedene Sorten anlegen, ausdrillen, ja, das Ganze dokumentieren hier, und am Ende, so wie das, was wir jetzt machen, hier mit einen unterschiedlichen Ladungen anlegen, bräuchten wir gar nicht, wenn wir damit schon die Aussaat gemacht hätten. Dann würde der von alleine irgendwann sagen, ja, hier haben wir die und die Sorte und hier ist der und der Ertrag zusammengekommen. Oh, hier steht aber wie eine Matte, Junge. Hier geht richtig was. So, jetzt müsste er theoretisch langsam ein bisschen ansteigen am Ertrag. Ich filme übrigens gerade mit dem Handy. Ich wollte das relativ zügig jetzt für euch filmen. Die Kamera ist noch in meinem Rucksack. So. Ja, leider ein bisschen schon zusammengebrochen der Bestand, aber das ging auch bei der Sorte unfassbar schnell, muss man ehrlich sagen. Also das ist der Wahnsinn, wie schnell das ging. So, und im Prinzip kann man so schön hier rauszoomen, kann sich die unterschiedlichen Zonen angucken und kann dann sicherlich auch ein bisschen besser auswerten. Und wie gesagt, am Computer geht dann noch mehr. Also die Möglichkeiten von dieser Software sind ganz interessant. Das waren so ein bisschen die Fragen, die jetzt bei mir auch bei Instagram privat geschrieben wurden, wie das funktioniert und ob das einfach ist. Das ist sehr einfach, ja, kann ich euch sagen. Das habe ich innerhalb von 5 Minuten installiert gehabt und ging ohne Probleme. Also wer da ein bisschen auch technisches Verständnis hat, wie gesagt, die Apps runterladen, das ist das Große. In den Apps einmal schnell einen Drescher anlegen, den raussuchen, konfigurieren, und dann ging der Spaß los. Also das war mit das Simpelste, was ich jemals auf den Kabinen mit installiert habe. So. Übrigens bei diesem tiefliegenden Bestand, welche Probleme ich da immer habe, dass hier die Halmteile immer aufschieben. Das schiebt sich immer drüber, die rutscht nicht unter die Haspel durch und bleibt dann da immer hängen. Im Roggen bin ich ja tatsächlich dann irgendwann, weil es gar nicht mähbar war, im Roggen bin ich ja tatsächlich dann irgendwann mit Rapsmesser gefahren, dann, um das Problem zu beheben. Jetzt gucken wir mal, wie es jetzt weiterläuft, aber Rapsmesser wollte ich jetzt nicht unbedingt anbauen. Weil es auch nicht überall so, aber da, wo es wie so eine Matte liegt, hatte das schon einen Mehrwert, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen rumexperimentiert mit meiner Schneidwerkseinstellung. Ich fahre jetzt gerade ein bisschen mehr Haspeleinsatz, lasse die Zinken jetzt in Bestand reingreifen und lasse die so ein bisschen mit 1,3 km/h Voreilung fahren,
dass sie so ein bisschen am Stroh ziehen. In der Hoffnung, ich ziehe die Ähren dabei ein bisschen hoch. Fahre das Schneidwerk in Auflagedruckregelung. Ja, also ziemlich flach. Wie man sieht, Tisch relativ weit draußen. Und bild mir ein, ich kriege deutlich mehr jetzt hier gezogen. Man sieht das tatsächlich hier auch auf der Kartierung. Oder ich weiß nicht, was hier in den beiden Bahnen los war. Aber auf jeden Fall fühlt sich das gut an und von der Optik liegen jetzt auch nochmal deutlich weniger Ähren auf dem Boden. Jetzt wird natürlich, ich sage euch wieder ganz ehrlich, so ein Draper-Schneidwerk wird jetzt alle Karten ausspielen. Aber kannst du den Boden einfach rasieren. Das ist nicht steinanfällig, ja, wie diese hier. Hier ist natürlich die Gefahr groß, dass ich mir jetzt natürlich hier auch Steine mit draufschiebe. Gar keine Frage, selbst wenn wir gesammelt haben, kannst du immer mal einen übersehen. Und ein Draper-Schneidwerk hat natürlich extra so eine Steinfangmulde nochmal dran zusätzlich, ja. Aber ich würde sagen, es geht erstmal ganz gut. So, werfen wir doch mal einen Blick jetzt hier nach der Ernte. Wir haben das gestern abgedroschen und wir waren ja hier in diesen Bereichen am Ende unterwegs. Da haben wir hier gedroschen, da seht ihr hier selber, da ist dieser große Sandberg, ja, der klafft da richtig ab in dem Ertrag. Hier die ertragshohen Zonen, hier ist normalerweise auch eine sehr, sehr hohe Zone. Da kann man aber sagen, hat die frühe Sorte dieses Jahr gar nicht gut performt. Und hier, ja, die Ertragszonen, die haben natürlich nachgeholt. Hier sind wir jetzt teilweise zwischen 7, 8 und über 8 Tonnen hier, dunkelgrüne Bereiche. Dann hier die roten Bereiche, da konnten wir leider dieses Jahr nicht düngen, weil es zu feucht war. Das wird jetzt auch in Brache übergehen, weil da ist es jedes Jahr einfach zu feucht. Das kann ich euch sagen. Und dann kann man hier parallel sich mal die Vegetationskarte angucken. Wenn man jetzt natürlich auch Applikationskarten hätte, dann könnte man sich das parallel auch noch dazu angucken. Ja, also ich habe aber ja quasi noch keine Historie dafür. Aber was wir jetzt zum Beispiel sehen, wenn wir jetzt hier sehr früh rausgehen, wir gehen jetzt auf 28. Januar, da kann man schon mal sehr gut sehen, dass hier die Sorte Picasso, die ist schon deutlich besser über den Winter gekommen. Habe ich ja auch, in der AKF nicht gezeigt, aber in einem Reel, dass Winnie drumherum schon Manganmangel hatte, sah deutlich schlechter aus als Picasso. Picasso die ganze Zeit der vitalere, ja, das sehen wir hier. Immer mehr Biomasse gehabt. Man sieht hier fast richtig gut die Sortengrenze zu Winnie, ja. Richtig viel Biomasse gehabt. Hier ist es am 26. März ist es richtig krass ausgeprägt. Zusätzlich haben wir den Bereich dann quasi auch noch 2 Wochen früher abgedüngt gehabt, weil hier kam ich mit der Spritze rein, dann habe ich mich hier unten festgefahren, hier kam ich spärlich durch und habe es dann sein lassen und bin ja mit dem Schleuderstreuer dann nochmal 2 Wochen später und habe diese Fläche dann hier abgedüngt. Notdürftig, auch sehr, sehr weich gewesen. Und was man dann sieht, da hat die Fläche sehr gut drauf reagiert hier. Ja, hier waren wir dann gar nicht mehr so stark im Vorteil, sondern dann fing die Vegetation an. Winnie hat sehr schnell nachgezogen. Und ja, im Prinzip hat sich das dann immer weiter fortgeführt. Und am Ende sehen wir jetzt auch Mai nachher, wenn das Wasser so ein bisschen anfängt wegzubleiben, dann sprinten natürlich die Ertragszonen richtig nach vorne. Hier bis zum 20. Mai kristallisiert sich das richtig krass raus. Hier unten fehlt noch eine kleine Ecke. Aber da sieht man, wenn dann das Wasser fehlt, dann brechen da die Bestände natürlich auch jetzt ein. So 1. Juni, da sieht man das tatsächlich dann auch noch. Dann fängt Picasso schon an abzureifen. Winnie hat aber noch schöne Vegetationszeit zu nutzen. Und das stellt sich dann quasi bis zum Ende auch raus und dann fangen sie irgendwann an abzureifen. So, und das Ganze sieht man jetzt hier auch. Und ich gucke mal gerade, wo man hier das einmal fix einzeichnen kann, damit man sich die unterschiedlichen Partien analysieren lassen kann. Wir können natürlich noch einen Schritt weiter gehen und können uns die nicht interpolierten Karten anzeigen lassen. Quasi das richtige Rohmaterial, das ist tatsächlich noch ein bisschen aussagekräftiger. Wenn wir uns das jetzt hier angucken über die Vegetation, da sieht man das auch schon. Man sieht richtig schöne Sortenunterschiede. Und wenn wir jetzt uns hier den 26. März anzeigen, das ist sehr krass, wie die eine Sorte vorangeht, ne? Und auch 25. Februar, auch hier sieht die optisch, na hier sehen wir keinen Unterschied, aber ab 8. März müssten wir jetzt, ja, da fängt sie an optisch nachher besser zu werden. Ja, und hätte ich so nicht gedacht, dass sie am Ende nicht so gut performt. Ich gucke mal schnell, wie ich die einzelnen Sorten jetzt fix auswerten kann. So Leute, ich mache hier gerade den Mähdrescher sauber. Sorry, ich habe Handy, deswegen bin ich ein bisschen da. Falls ihr euch immer gefragt habt, wie viel bringt eigentlich eine Steinfangmulde? Da, jede Menge, ne? Vor allem die Größe. Wären die durchgegangen, ja, das wäre nicht toll gewesen. Öfter hat man
dass auch wild zum Beispiel Steine wieder hochführt, obwohl man sammelt. Oder man schiebt die auf, dann werden die trotzdem reingerollt. Also das ist natürlich eine Menge. So, gucken wir uns doch mal den Bereich an, den ich letztens meinte. Also hier vorne sieht man ja die Rotorkörbe und dahinter ist ja direkt der Rotor, also hier drinne. Und wir haben hier vorne jeden dritten Draht rausgenommen, damit halt mehr Körner runterfallen können in der Gerste. Einen großen Unterschied habe ich nicht gemerkt. Vielleicht hätte man den kompletten Bereich machen müssen. Und auf jeden Fall kommen Entgrannerbleche, schraubt man hier unter. Dann sind die hier unten und verschließen sozusagen den Rotor. Und dadurch bleibt das Material länger im Rotor und dadurch brechen mehr Grannen ab. Ja? Dann werden die da unten gegengeschraubt. Die sind jetzt natürlich wieder raus. Hier hinten jetzt, ich baue ich gerade auf Raps um, muss man dieses Band hier schließen oder dieses Blech da unten schließen. Da fallen auch nochmal oft Verluste runter, beziehungsweise fällt auch oft Körner nochmal runter. Und bei Raps können sich da, wo die Klappe zu ist, halt Stiele zwischensetzen. Ja? Also hier nochmal einen schönen Blick in den Rotor. Mit den Rotorleisten, genau. Also das habe ich jetzt gemacht, habe den Rotorgang umgelegt schon und dann können wir gleich in Raps starten. So, und da sind wir in Raps, Leute. Alles umgebaut, Vorgewende ist jetzt angeschnitten und jetzt sind wir im Bestand. Ja, das steht nicht ganz so gut, sagt auch der Landwirt, der ist nicht ganz so gut geworden. Der war tatsächlich auch mit der Novak gedrillt worden. Hier war ein Stoppelsturz, dann mit der Novak gedrillt. Ich würde fast vermuten, es wurde im Frühjahr keine Unkrautbehandlung mehr gemacht. Weil man sieht hier ab und zu ein bisschen Melde und ja, ein bisschen Gerste kommt durch, ähnlich wie bei mir. Da wo der Bestand ganz gut steht, ja, sind wir so bei 3 Tonnen, die wir da ernten. Wenn es ein bisschen Mauer wird, sind wir dann nur bei 2 und 1,5. Ich weiß nicht, welche Intensität hier gemacht wurde oder beziehungsweise wie hier getrieben wurde. Deswegen kann man hier nicht einschätzen, ob der jetzt gut steht oder nicht so gut steht. Aber ihr seht ja selber, wenn der homogen ist und hier kommen gute Zonen, dann geht da auch richtig was. Und dann sieht der, beziehungsweise ist der Ertrag auch besser, als man vielleicht denken mag. Also jetzt, wenn man den so sieht, denkt man vielleicht, ja, 2 Tonnen, aber jetzt geht der hier auf 2,6, 2,7. Also gefühlt haben die Schoten noch ein bisschen mehr drin jetzt als gedacht. Ja, das ist erstmal das. Vielleicht fahre ich heute noch in meinen mal rein und gucke. Einfach mal schräg durch, um mal so einschätzen zu können. Weil dieser sieht optisch hier teilweise noch so ein bisschen aus, als wenn er noch nicht ganz so reif ist. Aber der hat hier 7% und unten sind keine grünen Schoten mehr. Und deswegen würde ich meinen einfach mal anschneiden, um zu gucken. Ja, soll jetzt wieder 5 Tage Regen kommen, ob man schon was retten muss, was retten kann und ja, was abarbeitet. Deswegen würde ich da bei mir auch erstmal reingucken wollen. Ja, ansonsten alles von umgebaut. Ich habe bei dem Nachdrescher noch die Klappen gewechselt, die Flügel. Da sind von denen quasi mit so einer Metallaufschweißung drauf zu den glatten. Die bleiben da jetzt auch drin im Getreide. Also war ein Tipp von New Holland, immer, außer bei der Gerste, sozusagen die glatten zu fahren. Da braucht man die nicht umbauen. Dann braucht man also nur, wenn man jetzt wieder auf Getreide geht, den Rotorgang wechseln. Das ist ein Hebel draußen. Und die Klappe zumachen, die ich da gezeigt habe beim PSD-Band. Dann die Rapsmesser einmal, da an den Seiten, da. Die Rapsmesser, dann die Ehrenheber wieder ran. Also insgesamt, ja, weiß nicht, wenn wir zu zweit sind, brauchen wir da 10 Minuten, 15 Minuten für. Und dann sind wir da sicherlich durch. So, wir sind heute auch nur mit einem Transporter, nur Detlef ist mitgekommen. Es sind nur 17 Hektar insgesamt. Ich meine, der Landwirt an sich war noch pessimistischer. Der meinte, ja, er kriegst du alles auf einen Hänger rauf. Und als ich den Bestand dann gesehen habe, habe ich gedacht, das wird aber ein bisschen knapp. Gut, soweit das mal. Also eine Frage war immer noch so, warum ich dann keine Erträge zeige und so. Wenn ich im Lohn bin, ist das immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob der Landwirt das möchte und im Prinzip sind das ja auch seine Daten. Und wenn ich da so ein paar Ausschnitte zeige, finde ich, ist das immer ganz okay. Ja, aber den Durchschnitt und wie viel denn da geerntet wurde, ja, das geht im Prinzip nur dem Landwirten was an. Und deswegen, bei mir mache ich das ja ein bisschen ausführlicher mit der Karte und mit dem Erklären. Aber ich finde, bei den Lohnerlandwirten oder bei den Landwirten, wo ich im Lohn fahre, ist das nur nicht zwingend erforderlich. Dann werden wir in der nächsten Folge, übermorgen fahre ich die Primäre abholen und dann werden wir tatsächlich auch
schon 30 Hektar Zwischenfrucht drillen. Eine Fläche, die ich jetzt dazu bekommen habe. Freue ich mich, dass ich wieder ein bisschen was dazu bekommen habe. Habe ja die letzten 2 Jahre nahezu nur abgegeben. Und ja, also wer übrigens aus der Region kommt und sagt, Mensch, Hannes ist sympathischer, dem würde ich auch meinen Acker geben. Ja, klar, meldet euch doch. Ich kann den ganz sympathisch bewirtschaften. Also vielen Dank, wenn ihr euch melden würdet. Ja. Ansonsten, man sieht, dass auch schon wieder reinrutscht. Moment, ich drehe nochmal wieder die Kamera. Man sieht das im Prinzip auch schon, wie das reinrutscht. Ja? Also wenn wir so fahren, ich brauche ein bisschen die Haspel, weil wir dann so eine Ecken, ja, seht ihr, die sammeln sich dann auf von der Fahrgasse und dann haben die Gegendruck und dann kippen die runter. Die müssen wir so ein bisschen mit reinkämmen. Aber ansonsten rutscht das alles schon gut rein und das ist schon ein Indikator, dass das alles reif ist. Wenn das so auf dem Tisch schon ein bisschen stocken würde, ja, dann wäre das schon so, wo man sagt, nee, das ist noch nicht so. Aber diese reinrutschen ohne Probleme, das sagt mir, ja, dann probier doch mal lieber deinen aus. Vielleicht täuscht das dieses Jahr. Vielleicht schimmern die einfach nur bräunlich, die Schoten, die sind aber schon reif. So, ich muss jetzt gerade warten auf meinen einen Transporter, den ich heute habe. Ich habe fast voll. Und habe jetzt gedacht, ich zeige euch das mal. Und zwar, hier steht der Bestand gar nicht so schlecht. Und hier ist der sehr gleichmäßig, der Raps. Und hier ernten wir 3,5 Tonnen auf dem Hektar. Und das ist wohlgemerkt auch Direktsaat. Und dafür steht er hier echt gut. Hier unten in der, ja, ist nicht mal so Senke, aber hier ist er halt schön gleichmäßig aufgegangen. Und ja, ist keine Fehlstellen, glaube ich. Das ist mit das Wichtigste, damit er sich gut entwickelt. Gar nicht hoch. Also der geht mir vielleicht bis zur Hüfte. Ja, und dann mit 3,5 Tonnen performt er ganz gut, ne? So, Leute, das war er, der erste Raps. Also ich hätte fast gesagt, optisch sah der fast schlechter aus, als er letztendlich performt hat. Aber man weiß auch nie, welcher Aufwand da drin gesteckt hat. Aber ich war ja dann da im Bestand noch mal ein bisschen gucken, als ich Zeit hatte. Und habe dann doch relativ viele grüne Schoten gefunden. Wenn man sich die hier anguckt zum Beispiel. Ja, die ist nicht wirklich reif. Und aus dem Grund, die habe ich nämlich auch und ich würde meinen nämlich noch unreifer einschätzen, obwohl wir hier mit 6-7% gedroschen haben, würde ich trotzdem sagen, ich lasse meinen noch eine Woche stehen. Dann muss er noch ein Unwetter standhalten. Es gibt ja wieder die nächsten Tage jetzt ordentlich Regen. Und ja, wir fahren jetzt in der nächsten Folge voraussichtlich die Primera holen und würden dann in der nächsten Folge auch damit schon ein bisschen drillen. Ja, da freue ich mich ein bisschen drauf. Zwischenfrucht ganz schön früh. Ich werde die so zusammenstellen, die Zwischenfrucht, dass sie quasi, ja, selbst wenn die aussamt, kein Problem wird. Also ich werde da sowas wie Hirse mit reinnehmen, Ramtillenkraut und ganz bisschen Erbse, sodass das, wenn es aussamt, die Erbse ist kein Problem, wenn sie aussamen sollte, aber ein Buchweizen zum Beispiel würde ich da nicht mit reinnehmen oder ein Rettich. Das kann richtig problematisch werden. Wir haben gerade mal Anfang Juli und selbst wenn man beim Mulchen oder so nicht alle trifft, das wollen wir nicht riskieren. Und ja, ich würde sagen, mit der Thematik beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge. Und an diesem schönen Drescher und 30 Grad und Erntewetter, ja, vieles nicht reif, auch in der Umgebung wird nicht viel gedroschen. Ja, damit verabschiede ich mich hier. Wie schön auch Mecklenburg-Vorpommern ist, oder? Und damit, ja, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann, ciao, ciao.